Mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen auf das Gebiet des Deutschen Reiches am Ende des Zweiten Weltkriegs stellte sich den sowjetischen Behörden zum ersten Mal die Frage, wie mit der deutschen Bevölkerung im Allgemeinen und den Angehörigen der NSDAP im Besonderen umzugehen sei. Vorangegangen waren Beschlüsse der Anti-Hitler-Koalition, dass Massenverhaftungen von Deutschen durchgeführt werden sollten. Wie bei den anderen Alliierten der Anti-Hitler-Koalition galt auch auf sowjetischer Seite, die deutsche Gesellschaft zu entnazifizieren, NS-Verbrechen zu bestrafen und die Besatzungsherrschaft zu sichern. Im Fokus der stalinistischen Geheimdienste standen zunächst vor allem Angehörige der NSDAP, der SS und anderer Nazi-Organisationen. Später wurden auch Menschen als vermeintliche Spione der Westalliierten und als Gegner der sowjetischen Besatzungsherrschaft verhaftet. Die Geheimdienste ermittelten meistens selber, verließen sich aber auch auf Anzeigen und Denunziationen aus der weiteren Bevölkerung. Die deutschen Häftlinge bestanden aus zwei Gruppen. Diejenigen, die ohne jegliche richterliche Beurteilung interniert wurden, und diejenigen, die von einem sowjetischen Militärtribunal verurteilt worden waren. Ein Teil der Verhafteten wurde in die Sowjetunion verbracht. Für die Unterbringung der anderen wurden in der sowjetischen Besatzungszone 10 sogenannte Speziallager eingerichtet. In diesen Lagern waren zwischen 1945 und 1950 ca. 157.000 Menschen inhaftiert. Davon etwa ein Fünftel sowjetische Bürger. An Unterernährung und katastrophalen hygienischen Bedingungen starben etwa 43.000 Menschen. Besonders hoch war diese Sterblichkeit im Hungerwinter 1946-47. Die Speziallager waren keine Arbeitslager. Dadurch war der Lageralltag vor allem von Langeweile geprägt. Das größte dieser Lager war das Speziallager Nummer 7, später Nummer 1 in Sachsenhausen. Eingerichtet wurde es im August 1945, als das Speziallager Nummer 7 in Wesow bei Verneuchen nach Oranienburg verlegt wurde. Im Gegensatz zum Speziallager Buchenwald waren im Speziallager Sachsenhausen nicht nur Internierte, sondern auch Tribunalverurteilte inhaftiert. Außerdem diente Sachsenhausen auch als Lager für kriegsgefangene Wehrmachtsoffiziere. Als Lager genutzt wurde etwa ein Siebtel der Fläche des ehemaligen Konzentrationslagers, insbesondere der ehemalige Kommandanturbereich, das ehemalige Häftlingslager, das ehemalige SS-Sonderlager und der Industriehof. Die Massenmordstätten des Konzentrationslagers blieben im Speziallager ungenutzt. Frauen und Männer waren getrennt voneinander untergebracht. Darüber hinaus waren Internierte und Tribunalverurteilte ebenfalls getrennt voneinander inhaftiert. Die Tribunalverurteilten waren untergebracht im ehemaligen SS-Sonderlager. Im Speziallager wurde das Zone 2 genannt. Und die Internierten waren untergebracht im ehemaligen Häftlingslager, das im Speziallager Zone 1 hieß. Im Sommer 1948 wurde diese Trennung in Internierte und Tribunalverurteilte nach der Entlassung vieler Internierter teilweise aufgehoben. Insgesamt durchliefen etwa 60.000 Menschen das Speziallager Sachsenhausen. In der Haft, die durch Hunger und Untätigkeit geprägt war, starben etwa 12.000 Menschen. Aufgrund der Langeweile war eine Tätigkeit in den Arbeitskommandos, die die Häftlinge und ihre Bewacher versorgten, bei den Gefangenen sehr beliebt. Mit der Auflösung aller Speziallager im Jahr 1950 wurde auch das Lager in Sachsenhausen aufgelöst. Etwa die Hälfte der verbliebenen SMT-Verurteilten wurde zur weiteren Inhaftierung an die DDR übergeben. Außerdem wurde ein Teil der Internierten in den unrechtmäßigen Waldheimer Prozessen zu weiteren Haftstrafen verurteilt. Der Rest der Häftlinge wurde entlassen.